Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und ich mache heute eine Radtour von Münster nach Altenberge. Heute ist wirklich super Wetter und ich starte die Tour am Schloss und komme nachher auch wieder hierhin zurück. Direkt vor dem Schloss befindet sich ein großer Parkplatz und hier kann man, wenn man von auswärts kommt, super sein Auto oder sein Wohnmobil abstellen. Nördlich vom Schloss befindet sich die Wilhelmstraße und der folge ich jetzt bis zum Orleansring. Hier muss man ein bisschen aufpassen, denn jetzt macht die Wilhelmstraße einen Knick nach rechts. Am Orleansring angekommen, geht man hier über die Ampel und dann nachher dort hinten über die kleine Brücke in den Horstmarer Landweg. Das Schöne an Münster ist, dass man vom Zentrum aus meistens in 10 bis 15 Minuten draußen im Grünen ist. Ich folge jetzt erstmal dem Horstmarer Landweg und biege dann nach rechts nach Nienberge ab. Ich bin jetzt durch Nienberge durch und jetzt geht es bis Altenberge nur noch über so kleine verkehrsarme Teerstraßen. Ich habe von der Strecke auch wieder einen GPX-Track aufgezeichnet. Den findet ihr über meine Homepage, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Da der Weg, wie gesagt, über kleine verkehrsarme Straßen geht, es geht oft links und rechts ab. Deswegen würde ich euch fürs Navigieren eine Handyhalterung für den Lenker empfehlen. Ich verlinke euch mal eine unten in der Videobeschreibung. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf Vorbergs Hügel und hier hat man einen wunderschönen Blick ins Hägertal. Und alles, was wir jetzt hier gleich runterfahren, müssen wir in Altenberge wieder hochfahren. Ich folge jetzt ein Stück dem Weg, den ich auf meiner Tour nach Gimte genommen habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, das verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke. Man kann an dieser Kreuzung auch nach links abbiegen und dann hier durchs Tal nach Altenberge fahren. Das kann man machen, wie man möchte. Ich persönlich finde diese Variante, die ich euch jetzt hier zeige, schöner. Nach Gimte würde man jetzt hier rechts abbiegen. Ich biege aber jetzt gleich nach links ab. Der Weg geht jetzt ungefähr parallel zur Bahnlinie nach Altenberge. Jetzt bin ich schon fast in Altenberge. Da oben sieht man den Kirchturm. Aber vorher muss man noch die Umgehungsstraße hier überqueren. Und zwar muss man dann da über die Brücke und dann diesen Bogen fahren, dann unter der Brücke durch, unter der nächsten Brücke durch und dann geht es da vorne rechts hoch. Jetzt weiß ich auch, warum Altenberge Altenberge heißt, denn um in den Ort zu kommen, muss man erstmal so einen ollen Berg hochfahren. So, ich habe es geschafft. Ich bin im Ortszentrum angekommen, das hier ist der Marktplatz und hier gibt es ein Eiscafé und Restaurants und da kann man gut eine Pause machen. Ich bin jetzt aus dem Ort raus. Das war eine ganz schöne Abfahrt und ich bin jetzt auch froh, dass ich wieder in der Natur bin. Ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen zum Kochen, denn ich habe langsam Hunger. Und wie man an den Windmühlen sieht, habe ich gerade Gegenwind. Und jetzt habe ich diesen Schutzpilz gefunden und ich glaube, da kann ich mir was kochen. So, es gibt ganz klassisch Spaghetti mit Pesto und das bereite ich mir mit meinem Gaskocher zu. Meine Ausrüstung verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Ich filme ja immer mit meinem Handy und das Filmen zieht unheimlich viel Strom, besonders wenn man dann noch navigiert. Deswegen lade ich jetzt zwischendurch mal mit meiner Powerbank auf. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. So, ich bin da doch wieder weggefahren und habe nicht gekocht, denn direkt daneben war ein Windrad
und das war sehr laut. Und dafür fahre ich nicht in die Natur, um bei so einem Lärm dann zu kochen. Ja, jetzt geht es Richtung Hohenholte und vielleicht finde ich da ein schönes Plätzchen. Ich habe auch meinen Campingstuhl dabei und da kann ich mich eigentlich überall hinsetzen. Das Korn steht schon sehr hoch und die Ähren, die wiegen sich so im Wind. Das ist für mich die schönste Jahreszeit hier im Münsterland. So, ich bin jetzt weitergefahren. Jetzt geht es Richtung Hohenholte. Das ist so ein kleiner Ort hier in der Gegend. Sieht ganz nett aus da und da schauen wir uns jetzt mal um. So, jetzt sind wir in Hohenholte angekommen. Also eine Tasse Kaffee kann man hier auf jeden Fall bekommen. So, jetzt habe ich ein schöneres Plätzchen zum Kochen gefunden. Der Topf, der ist ganz praktisch, der hat hier so eine Öffnung. Da kann man nachher das heiße Wasser abschütten. Al dente. So, gut gegessen, alles sicher verstaut, jetzt kann es weitergehen. Jetzt geht es hier leider ein bisschen an der Hauptstraße entlang, aber ich habe diese hier ausgesucht, weil die einen schönen breiten Fahrradweg hat. Das hat die Parallelstraße nicht. Ja, und schon bin ich wieder von der Straße runter, auf so einen kleinen Feldweg. Wunderschön hier. Hier ist gerade das Heu gemäht und wird gerade getrocknet und das duftet ganz toll. Was hier auch noch ist, ist, dass der Weg gerade neu gemacht wurde. Jetzt auf diesem ganz feinen Split lässt es sich super fahren. Dieser Weg führt zur Burg Hülshoff. Da bin ich ja schon öfter in meinen Videos dran vorbeigekommen, aber das ist halt so. Wenn man von der Stadt losfährt, dann kommt man auf dem Rückweg immer irgendwie wieder an den gleichen Orten vorbei. Aber mir macht das nichts aus. Ich sehe immer wieder was Neues. Besonders im Wechsel der Jahreszeiten. Ja, also wie gesagt, gleich kommt die Burg Hülshoff. Die Burg Hülshoff ist erreicht. Die ist immer wieder ein Ausflug wert. Ich habe auch schon mal ein Video darüber gedreht, wie man vom Hauptbahnhof Münster hier hinkommt mit dem Fahrrad. Das entsprechende Video verlinke ich euch jetzt hier oben in der Ecke. Da könnt ihr dann auch sehen, wie man von hier aus zurück in die Stadt kommt, denn das werde ich jetzt nicht nochmal filmen. Das habe ich schon so oft gemacht. Ja, wenn euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!